Wo war denn noch gleich das dumme Ding? Ah, hab's. Username Morpheus, Passwort 12345. Da hätte ich eigentlich drauf kommen können. Das benutze ich doch eigentlich überall gleich. Au! Oh, woher kam das denn jetzt? Verdient. Ihr wart bestimmt auch schon mal in so einer Situation, wo ihr euch bei einer neuen Website anmelden wolltet. Oder? Das erste Mal so registrieren und so. Normalerweise sollte man dafür ein recht starkes und langes Passwort verwenden. Ich glaube aber mal, keiner von euch hat Lust, sich 128 perfekt zufällige Zeichen zu merken. Im Kopf, auswendig. Selbst bei 40 wird es schwierig und das Problem ist, die dürfen nur von einem Zufallsgenerator erstellt werden. Denn wir Menschen sind echt beschissen im Zufall erstellen. Doch das Tolle ist, es gibt Software, die jeder einfach nutzen kann, die genau solche sicheren Passwörter erstellt und die sich dann auch noch merkt, ohne dass ihr euch was merken müsst. Dadurch kann man sich, ohne überhaupt irgendwas zu tippen, einloggen, egal wie lang das Passwort ist. Ich habe mich deshalb mal rangesetzt und euch einen kleinen Vergleich von verschiedenen Passwortmanagern gemacht, die am meisten genutzt werden. Zumal sich das in der Community ja auch mehrfach gewünscht wurde. Meiner Meinung nach sollten wir mal etwas mehr Klarheit in diese Welt der Passwortmanager bringen und nicht so viel damit rumstruggeln. Passwortmanager oder auch Kennwortverwaltungsprogramme sind Programme bzw. Browsererweiterungen, mit denen ein Computer Benutzerdaten, Passwörter oder Geheimcodes speichern, verwalten und verwenden kann. Diese Art der Programme sollte plattformübergreifend, also das heißt auf PC, Laptop, Smartphone und so weiter funktionieren ohne Probleme. Passwortmanager haben sich entwickelt, weil wir Menschen uns einfach keine langen, komplexen Passwörter merken wollen, beziehungsweise besser gesagt sollten. Faustregel ist nämlich, kannst du dir dein Passwort merken, ist es schlecht. Klar kann man es auswendig lernen, aber ich meine so, merken. Ein Passwortmanager können sich die Oldschools von euch wie ein Telefonbuch vorstellen. Das sind solche dicken Bücher mit unendlich vielen Seiten, die Telefonnummern, Adressen und Namen enthalten. Im Prinzip eine Art Datenbank ohne WLAN-Kabel. Ja? Auf demselben Prinzip basieren auch Passwortmanager. Lerne ich einen neuen Menschen kennen bzw. melde ich mich bei einer neuen Website an, dann werden die von euch angegebene URL, Benutzername und Passwort und eventuell auch Datum und weitere Informationen in einer Datenbank gespeichert. Der Unterschied zum Telefonbuch ist, dass ihr den Passwortmanager einfach nicht einfach aufschlagen könnt und nachschauen müsst, sondern dass alle Daten innerhalb der Datenbank mit einem Hauptkennwort hoffentlich sicher verschlüsselt sind. Wollt ihr euch jetzt auf YouTube anmelden, dann merkt das ein guter Passwortmanager und fordert euch auf, den Master Key einzugeben. Das ist dieses Hauptkennwort. Sollte das richtig sein, füllt die Kennwortverwaltung automatisch den Benutzernamen und Passwort ein in das Formular zum Anmelden. Und herzlichen Glückwunsch, ihr seid nun eingeloggt und könnt auf den Abo-Button unter diesem Video klicken. Als weitere Funktion bieten euch manche Passwortmanager direkt bei einer neuen Anmeldung auf einer neuen Seite ein sicher generiertes Passwort an, welches dann auch direkt gespeichert wird. Quasi wie ein Passwortgenerator mit eingebauter Datenbank also. Ob das über eine Cloud oder lokal nur passiert, das hängt von dem jeweiligen Passwortmanager ab. Natürlich werden die Passwörter im besten Fall nicht im Klartext im Passwortmanager gespeichert, sondern verschlüsselt. Das nennt sich Zero Knowledge Encryption und wird im White Paper von Bitwarden eigentlich detailliert erklärt. Sie nutzen die Mail und das Masterpasswort, hashen das Ganze und verschlüsseln dann mit AES 256. Damit, und der Teil kommt jetzt wieder von mir, kann jemand, der das verschlüsselte Passwort sieht, nicht wissen, ob euer Passwort 12345 oder Peter Enes ist. Also es geht tatsächlich nicht, weil jede Ausgabe gültig ist und man nicht weiß, ob etwas stimmt oder nicht. Die Ver- und Entschlüsselung passiert, bevor die Daten gespeichert werden. Dadurch wissen auch die Hersteller nicht, wie eure Passwörter lauten. Sie sind nicht mal in irgendwelchen Logs drin. Es gibt Dienste, die das Passwort speichern, die sind dann aber natürlich nicht mehr Zero Knowledge. Die könnten ja prinzipiell dann das Passwort nicht nur rausfinden, sondern haben es sogar schon. Um noch eins draufzulegen, solltet ihr euch natürlich nicht nur mit Benutzernamen und Passwort anmelden, sondern hier maximale Standards, vor allem für die Passwortmanager verfolgen. Der Passwortmanager ist eure Achillesferse. Dementsprechend nutzen wir hier mindestens 2-Faktor-Authentifikationen nicht mit E-Mail, nicht mit SMS, sondern mit App.
Besser wäre noch Multifaktor mit Security Key, falls ihr so einen habt. Und in dem Fall würde ich euch schon empfehlen, einen zu haben. Um das jetzt aber einfach mal ein bisschen genauer zu betrachten, habe ich mal Kriterien, die ich für ausschlaggebend halte, zusammengesucht. Dazu gehören natürlich der Preis, der ist immer eine gewisse Abschreckung, dann unterstützte Betriebssysteme und Browser, Importmöglichkeiten und Synchronisierung zwischen Geräten, 2FA und MFA-Unterstützung, automatische Passworterfassung, Nutzerfreundlichkeit und ob die Passwörter eben serverseitig, sprich in der Cloud, gespeichert werden. Wir vergleichen hier Dashlane, Bitwarden, 1Password, Google, Apple und KeePass bzw. deren Abkömmlinge. Das sind wohl die am meisten genutzten Passwortmanager und ja, vermutlich gibt es noch sehr, sehr viel mehr gute Passwortmanager, aber ich denke, damit haben wir ein tolles Spektrum, das ihr anwenden könnt für andere Manager, wenn ihr euch zum Beispiel einen anderen anguckt. Fehlt euch noch irgendeiner, dann wendet einfach dieses Schema drauf an und schreibt am besten direkt in die Comments, was ihr von dem jeweiligen Passwortmanager für ein Gefühl habt. Okay. Alle Passwortmanager außer 1Password lassen sich zumindest mal kostenlos benutzen. Fangen wir also mit 1Password an. Für $3 monatlich bekommt ihr dort vollen Operating System Support, also alle Betriebssysteme Linux, macOS, iOS, Windows und sogar namentlich genannt wird übrigens Chrome OS, werden alle von 1Password unterstützt. Ihr habt außerdem vollen Browser Support, das heißt überall gibt's was. Vorher eingetragene Zugangsdaten importieren sich bei 1Password automatisch, aber das ist eigentlich Standard. 2FA und Security Key Support sind verfügbar und die Passwörter werden dazu sicher gespeichert. Generell gibt es auch einen Alarm, das heißt, falls es einen neuen Leak gibt, aber darauf würde ich mich dann grundsätzlich auch nicht unbedingt verlassen, schaden kann er aber durchaus nicht. Der einzige Nachteil ist also tatsächlich, dass es nicht kostenlos ist. Von Bitwarden und Dashlane gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Bitwarden bietet euch eine kostenlose Version mit den sogenannten Grundfunktionen an und die Option, eure privaten Daten sicher von überall zu steuern. Zu den Grundfunktionen gehören solide Zero-Knowledge-Verschlüsselung und 2FA-Unterstützung. Allerdings werden Security Keys nur unterstützt, falls ihr mindestens $10 jährlich übrig habt, also nicht in den Grundfunktionen, sondern in den Premium-Funktionen. $10 allerdings jährlich. Ja, jährlich. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ihr könnt außerdem unbegrenzt Geräte registrieren und somit auch unbegrenzt eure Passwörter in Bitwarden synchronisieren zwischen Handy und Desktop und so weiter. Des Weiteren habt ihr unbegrenzte Gerätetypen. Ihr bekommt Bitwarden im Browser, auf euren mobilen Endgeräten und in einer Desktop-App. Ihr könnt Notizen, Kreditkarten und Identitäten hinterlegen, sowie einen sicheren Passwortgenerator benutzen. Der Export eurer Daten ist verschlüsselt und dass eure Daten in der Cloud liegen, kostet euch nichts extra. Bitwarden bietet euch in der Grundausstattung auch an, verschlüsselte Nachrichten, allerdings ausgenommen von Dateien, zu versenden. Das heißt, ihr könnt auch einfach einen Messenger benutzen. Habt ihr die Premium-Variante, kriegt ihr dazu noch einen eigenen Bitwarden Authenticator und einen persönlichen Notzugang im Falle eines Angriffs eines Neulandmagiers. Der Bitwarden Authenticator generiert 6-stellige zeitbasierte Einmalpasswörter mit SHA-1 und rotiert sie alle 30 Sekunden. Ist damit also im Endeffekt eine klassische 2FA-App, also auch nichts Besonderes. Da könnt ihr auch jede andere benutzen, die kosten eigentlich alle nichts. Besonders ist allerdings das folgende bei Bitwarden. Bitwarden ist Open Source und auch der Programmcode für den Server. Das bedeutet, dass der Code für alle öffentlich zugänglich ist, was den Vorteil hat, dass man selbst überprüfen kann und sich auch selbst davon überzeugen kann, dass Daten sicher und vertrauenswürdig gespeichert werden. Denn zumindest, wenn man der Sprache mächtig ist, in der das Programm geschrieben ist, was in diesem Fall C# ist, dann kann man die Abläufe innerhalb des Programms verstehen und nachvollziehen und so auch begreifen, was mit den eigenen Daten wie wo passiert. Dadurch, dass Programme, in diesem Fall Bitwarden, Open Source sind, gibt der Urheberrechtsinhaber den Usern das Recht, das Programm für jeden Zweck nach Belieben zu ändern, zu studieren und zu verteilen. So, und das ist wiederum für die Serverbetreiber unter euch sehr spannend, könnt ihr euch Bitwarden sogar selbst hosten. Das heißt, selbst auf eurem Server installieren, einen eigenen Bitwarden-Dienst betreiben, wo ihr dann eure eigenen Passwörter reinschreiben könnt. Das ist schon unglaublich geil. Da seid ihr dann natürlich aber auch selbst dafür verantwortlich, wenn das Ding kaputt geht. Bei einem kostenlosen Dashlane-Konto sind Funktionen wie 2FA und ein Passwortmanager ebenfalls standardmäßig mit drin. Für ein bisschen mehr Geld bekommt ihr noch einen VPN dazu, Synchronisation eurer Passwörter zwischen mehreren Geräten und einen automatischen Password Changer.
Der Password Changer erlaubt es, die Passwörter von vielen Websites mit nur einem einzelnen Klick zu ändern, anstatt alle manuell immer ändern zu müssen. Das ist aktuell auf Windows und Mac und nur in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich verfügbar. Bringt euch also wenig. Wo wir gerade dabei sind, Passwörter müsst ihr eigentlich nur ändern, wenn ihr Teil eines Leaks geworden seid. Dann solltet ihr das betroffene Passwort überall dort ändern, wo ihr es genutzt habt. Der Sinn eines Passwortmanagers ist ja aber, überall andere Passwörter zu verwenden. Dementsprechend müsst ihr bei einem Leak genau ein Konto ändern. Die Technik, dass man jedes halbe Jahr sein Passwort ändert, ist schon länger veraltet und eigentlich Käse. Daher ist diese Funktion also auch eher verschwendete Zeit, beziehungsweise nur geil, wenn ihr gerade erst auf Dashlane umgestiegen seid. Zusätzlich bekommt ihr noch das Feature Dark Web Überwachung. Um diese Überwachung durchzuführen, führt Dashlane mehr als 12 Milliarden Datensätze, die mit Hacks und Datenschutzverletzungen verknüpft sind, bei sich in der Datenbank. Sie schreiben, täglich kommen ca. 1 Million neuer Datensätze hinzu. Und ja, das kann ich leider so bestätigen. Alle diese Datensätze sind auf den hauseigenen Servern von Dashlane gespeichert, was bedeutet, dass diese Scans komplett intern ablaufen und keine Daten an Dritte übermittelt werden. Für die Bereitstellung der Dark Web Daten arbeitet Dashlane mit dem Unternehmen SpyCloud zusammen. SpyCloud ist in dem Gebiet ein führendes Online-Informationsunternehmen, heißt also im Klartext, Dashlane sagt euch Bescheid, wenn Passwörter geklaut wurden. Das ist zwar nice, könnt ihr aber auch kostenlos und Open Source bei Have I Been Pawned haben. Daher ist auch diese Funktion eigentlich nicht so wahnsinnig nützlich. Die eigentlich wichtigen Features sind folgende. Ihr könnt unbegrenzt viele Passwörter speichern, aber tatsächlich nur, wenn ihr mindestens 3,99 € im Monat bezahlt. In der kostenlosen Variante seid ihr auf 50 Passwörter beschränkt. Ein weiterer Punkt, warum ihr auf jeden Fall die bezahlte Variante braucht, ist, dass Dashlane euch auf ein Gerät beschränkt. Das heißt keine Synchronisierung eurer Passwörter zwischen PC und Handy. Ihr müsstet dann also von Hand quasi in eurem Handy oder PC, jeweils das andere, immer die Passwörter zusätzlich noch eintippen. Und dazu braucht man dann keinen cloud-basierten Passwortmanager mehr. Für die 4 € gehen aber dann auch unbegrenzt viele Geräte. Die Passwörter werden in den USA gespeichert, allerdings nach dem Zero-Knowledge-Prinzip. Das heißt, nochmal ganz kurz, nicht mal Dashlane kann auf eure Passwörter zugreifen. Leider fehlt Dashlane auch ein Linux-Support und Brave und Firefox werden als Browser auch offiziell zumindest nicht unterstützt. Alle anderen 4 Manager in unserem Vergleich, also KeePass, KeePass XC, Google Passwortmanager und Apples eingebauten Passwortmanager, bekommt ihr dafür komplett kostenlos. Ihr könnt gar nichts dafür zahlen. Der Passwortmanager mit den meisten Funktionen und Features und einer, der auch kostenlos ist der von Google. Auch dieser ist cloud-basiert, speichert eure Passwörter also auf Google-Servern. Da Googles Passwortmanager eine Browser-Erweiterung bzw. der Browser selbst ist und überall dort funktioniert, wo ihr mit eurem Google-Konto eingeloggt seid, müsst ihr keine zusätzliche Applikation installieren. Allerdings nur, sofern das Android ist und der Chrome-Browser. Dort ist der Google Passwortmanager natürlich sehr intuitiv nutzbar. Er bietet natürlich Synchronisierung zwischen den Geräten, sprich eurem Handy und eurem Browser auf dem PC. Und andere Browser und Geräte bzw. Desktop-Apps sind da nicht ganz so unterstützt leider. 2FA und YubiKey-Support sind allerdings natürlich logischerweise gegeben, denn ihr nutzt das Ding mit eurem Google-Konto und das kann das. Warnung über kompromittierte Passwörter gibt es zudem auch. Allerdings gibt es von Haus aus kein eigenes Masterpasswort. Das heißt, euer Google-Login ist auch für eure Passwörter nötig. Es gibt keine Infos darüber, inwiefern eure Passwörter noch zusätzlich geschützt werden. Zumindest konnte ich keine rausfinden. Google ist zwar wohl das Fort Knox da draußen, aber wenn Google erst gar keinen Zugriff auf die Passwörter hätte, dann wäre mir das fast noch lieber. Apple-User haben jetzt außerdem auch die Wahl. Entweder sie nutzen einen anderen Passwortmanager oder den hauseigenen von Apfel. Der ist auch wieder weit verfügbar, sofern es denn ein Apple-Produkt ist. Er synchronisiert alle Zugangsdaten über die iCloud mit euren mobilen Endgeräten. Aber nur sofern das dann auch wirklich angebissene Äpfel sind und euren potenziell 70.000 € Desktop-Rechnern. Apple struggelt schon seit einer ganzen Weile ganz schön, die iCloud auch mit Windows und Linux kompatibel zu machen. Also könnte man schon fast denken, dass der iCloud-Schlüsselbund auch bald für Windows und Linux kompatibel wird. Aber eben nur vielleicht. Apple bietet euch zudem beim Kontoschutz denselben Schutz wie bei eurem normalen Apple-Konto. Sorry, der Sherlock musste hier auch mal wieder gelegentlich raus.
Das heißt natürlich Security Key Support und auch normales 2FA. Für viele ist es essentiell, dass ein Passwortmanager die Passwörter in der Cloud speichert und zwischen allen Geräten synchronisiert. Das verbessert den Workflow und wenn man halt häufig die Geräte wechselt, dann muss man sich nicht die ganze Zeit darum kümmern, dass die Datenbank auf jedem Gerät immer aktuell ist. Das können alle, außer die letzten beiden Kandidaten, KeePass bzw. KeePass XC. Bei denen müsst ihr das alles von Hand machen, sprich jedes Mal ein neues Passwort auf jedem Gerät speichern. Im Endeffekt wie bei Dashlane mit einem Gratiskonto. Das liegt daran, dass KeePass bzw. KeePass XC nicht möchte, dass eure Passwörter in der Cloud, also auf einem anderen Rechner als eurem eigenen liegen. Also überhaupt nicht wie bei Dashlane, dort liegen sie nämlich bei denen auf dem Server. Diese Sorge ist tatsächlich berechtigt, denn ein Passwortmanager stellt dann immerhin den attraktivsten Angriffspunkt überhaupt dar, wenn ihr einen habt. Hat man den geknackt, hat man Zugang zu jedem Account, es sei denn natürlich, ihr habt 2FA, was ihr definitiv haben solltet. Nutzt der Passwortmanager allerdings eine verschlüsselte Datenbank nach dem Zero-Knowledge-Prinzip, wie zum Beispiel Bitwarden das macht, dann ist diese Sorge allerdings ziemlich unbegründet. KeePass XC ist trotzdem gerade für manche Passwörter, die man vielleicht nur an einem System braucht, durchaus sinnvoll. Es verschlüsselt eure Passwörter lokal, auch mit einem sicheren Algorithmus und funktioniert auf Windows, macOS und Linux. Jetzt ist hier also der Trick, die Datenbank eben selbst hin und her zu kopieren. Oder aber, und auch hier wieder der Shoutout an die Server-Admins unter euch, ihr hostet euch ein NAS oder irgendeinen anderen Cloud-Speicher, wo ihr die Datenbank selbst hin und her synchronisiert. Der Pluspunkt, natürlich ist KeePass bzw. KeePass XC kostenlos und es ist Open Source und auch nicht limitiert in irgendeiner Form. Und ja, ihr könnt sogar diese lokale Datenbank mit einem YubiKey absichern. Für iOS, das KeePass XC nicht unterstützt, könnt ihr zudem KeePassium benutzen. Das ist dann genau dasselbe, nur eben für iOS. Insgesamt kann man sagen, dass alle Passwortmanager eine bestimmte und wichtige Funktion erfüllen. Sie bewahren Passwörter, Benutzerdaten und sensible Inhalte sicher auf. Ob für Geld oder kostenlos. Es gibt für jeden das passende Tool da draußen. Ich würde aber darauf achten, ob mein Wunsch-Passwortmanager einige essentielle Features besitzt. MFA mit Security Keys und sicheres Synchronisieren zwischen meinen verschiedenen Endgeräten würden mir persönlich sehr, sehr wichtig sein. Warum? Naja, MFA sollte für jeden Passwortmanager und für euch immer ein Muss sein. Denn Passwortmanager sind wie gesagt euer wundester Punkt. Wenn jemand meinen Masterkey rausfindet, hat er theoretisch Zugriff auf alle meine Passwörter, auf alle meine Benutzerdaten, Kreditkartendaten und andere sensible Daten. Damit ist halt echt nicht zu spaßen. Ich will mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss, wenn irgendjemand Fremdes in meinem Namen Sachen kauft, Verträge schließt oder noch schlimmer Straftaten begeht. So ein Delikt nennt man das tatsächlich Identitätsdiebstahl. Aber dazu habe ich ja auch schon mal ein paar Videos gemacht. Und deswegen solltet ihr immer einen zweiten Faktor zur Authentifizierung eurer Geräte benutzen. Am besten solltet ihr allerdings einen YubiKey bzw. Security Key benutzen und nicht unbedingt nur die App. Deswegen finde ich MFA besonders wichtig. Und 2FA, naja, das ist schon ziemlich schnell eingerichtet und sehr viele Firmen, Unternehmen und Online-Dienste bieten das mittlerweile an. Ich persönlich habe deswegen zwei Favoriten. Als erstes wäre das Bitwarden. Ich wäre sogar bereit, Bitwarden dafür $10 monatlich in den Rachen zu stopfen. Die User Experience von Bitwarden ist nämlich gigantisch und hat alle Funktionen, die man sich eigentlich vorstellen kann, die man wirklich braucht. Klar, man braucht die kostenpflichtige Version, man kann es aber auch einfach selbst hosten, wenn man das möchte. Dass es Open Source ist, macht es noch um alle Maßen vertrauenswürdiger. Dashlane finde ich persönlich zu teuer für das, was es bietet, und Bitwarden ist halt einfach noch das bisschen besser als 1Password, welches halt einfach nicht Open Source ist. Google und Apple sind zwar besser als kein Passwortmanager, aber das war's dann halt auch schon. Seid ihr Bastler oder nicht auf eine Synchronisierung angewiesen, geht meine zweite Empfehlung ganz klar an KeePass XC bzw. KeePassium. Hier müsst ihr euch selbst drum kümmern, wie eure Passwörter von A nach B kommen, aber es ist super sicher und bietet alles, was man braucht. Doch jetzt liegt's an euch. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, schickt es an 2 Personen, von denen ihr wisst, dass sie viel zu lange ihre Sicherheit aufgeschoben haben, und dann installiert euch direkt, also nicht morgen, sondern jetzt gleich, den Passwortmanager, den ihr euch ausgesucht habt. Grundsätzlich ist nicht so wichtig, welchen ihr nutzt, Hauptsache ihr habt einen. Denn damit seid ihr schon mindestens 1000-mal besser geschützt als der Durchschnitt. Und für die, die schon einen Passwortmanager haben,
Schreibt ein motivierendes Kommentar, warum es so wichtig ist, einen zu benutzen und was für euch der größte Benefit war. Und damit war es das von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao!